beim Storytime Tuesday. Heute geht es um Dubai. Da waren wir ja letzte Woche, wie ihr das gesehen habt. 10 Tage waren wir in Dubai. Und ja, wir haben jetzt nicht so die typischen Touri-Sachen gemacht, da wir schon mal dort waren. Und haben einfach das gemacht, worauf wir Bock hatten in dem Moment. Genau, also vorab, Dubai ist halt ein super sicheres Land. Egal um welche Uhrzeit, egal ob du alleine da langläufst, brauchst du halt nie Sorgen machen, weil es halt einfach überall sicher ist. Also das macht schon mal halt richtig Spaß, dass man irgendwie darüber sich gar keine Sorgen machen muss. Also du kannst halt einfach diese Tasche da liegen lassen, gehst um die Ecke, machst Fotos, gehst auf Toilette, whatever, kaufst irgendwas ein und du weißt, dass diese Tasche da immer noch liegen wird. Also das ist halt schon mal super entspannt. Dann gerade als Frau, du kannst zum Beispiel in der Metro in einem Abteil Platz nehmen, wo nur Frauen und Kinder erlaubt sind. Heißt, wenn da ein Mann erwischt wird, muss er dafür Strafe zahlen. Ein anderes Beispiel ist auch, wenn ein Mann zum Beispiel auf einer Parkbank sitzt und du einfach da auch Platz nehmen möchtest, er steht direkt auf und geht. Ja, also es ist halt super safe. Dann ist Dubai auch super sauber. Also praktisch könntest du da mit weißen Socken durch die Straßen laufen und sie werden nicht so dreckig. Und es gibt auch extra Plätze zum Rauchen. Es gibt super viele Mülltonnen, was halt auch mal wichtig ist, damit es halt nicht dreckig wird. Also es ist halt einfach ein geregeltes Leben dort. Und es riecht überall gut. Ja, auch in den Malls besonders. Ich lieb's. Ja, und alle sind sehr hilfsbereit. Sehr nett. Jeder kann Englisch, also. Ja, und sehr gutes Englisch. Ja. Also wenn du irgendwie Fragen hast, direkt, die kommen und helfen dir. Und nicht nur so einmal kurz nur eine Antwort gegeben, sondern richtig ausführliche Hilfe. Also mit Herz. Ja, richtig nice. Wir würden auf jeden Fall wieder dorthin kommen, jedes Mal. Und aus diesem Grund, weil die auch alle so open-minded sind, also einfach so offenherzig und gesprächig, haben wir natürlich auch wieder jemanden kennengelernt dort. Der gute Hassan, unser Hausbesitzer. Wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen die Story, wie das überhaupt angefangen hat. Ja, es war alles sehr witzig. Also wir sind da angekommen, es war glaube ich gleich am ersten Tag. Ja, war es am ersten Abend. Und dann wollten wir ein bisschen den Fernseher auschecken, Netflix, dies, das, ne? Weil hatten wir nicht in Abu Dhabi. Naja, ist ja auch einfach so, wir sind dann vom Abu Dhabi gekommen, waren halt schon irgendwie fertig so und wollten einfach nur chillen abends und dann, der Fernseher ist halt da, ne? Wozu ist er denn da? Man muss ihn mal testen. Ging aber natürlich nicht und dann haben wir ihm geschrieben über Airbnb und keine 2 Minuten später hat es dann an der Tür geklopft und ja, da stand er, der liebe Hassan. Wir wussten erstmal gar nicht, wer das ist. Wir dachten so, vielleicht waren wir zu laut und der Nachbar klopft hier und beschwert sich. Bei uns ist das natürlich schon mal passiert. Nein, aber dann war es der Hausbesitzer. Ja. Er hat mir auf der Airbnb-Seite geantwortet, dass er jetzt kommt. Und ich so, okay, also du bist Hassan, okay. Und dann hat er sich das angeguckt und hat uns dann geholfen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ja. Wir fanden ihn sympathisch, er fand uns anscheinend auch sympathisch. Und dann haben wir halt herausgefunden, dass er halt 2 Türen nebenan wohnt. Also auf der gleichen Etage. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist halt ein riesiger Wolkenkratzer. Und wir haben auf der 69. Etage gelebt und er halt auch. Und es gibt halt auf jeder Etage mehrere Wohnungen. Und er hat halt auf unserer Etage gewohnt und deswegen haben wir ihn halt auch jeden Tag getroffen. Und so ist man halt irgendwie in Kontakt gekommen und auch geblieben, weshalb wir auch dann halt irgendwie jeden Abend, wenn er Feierabend hatte, was zusammen unternommen haben. Ja, war richtig cool, war richtig witzig. Daraus ist halt auch eine Freundschaft entstanden jetzt. Also wir haben auch Kontaktdaten ausgetauscht und wir können immer wieder kommen. Wir werden ja wahrscheinlich sowieso nochmal nach Dubai gehen. Ja. Und dann kann man sich da auf jeden Fall wieder treffen. Und er hat uns halt auch echt viel geholfen. Also wir haben halt Sachen besichtigen können, die wir als normale Touristen nicht besichtigt hätten können. Also zum Beispiel im Nachbargebäude, das Princess Tower. Da waren wir auf dem 90. Stockwerk und hatten dann eine mega Aussicht über Marina und über die Palminsel. Richtig atemberaubend schön. Und wir wollten ja auch einen Tag zum Wasserpark, waren wir auch. Das seht ihr dann im nächsten Video am Sonntag. Und auch da kostet der Eintritt regulär vor Ort um die 90 € pro Person. Ja, es ist der weltgrößte Wasserpark und ja, es lohnt sich in dem Sinne auch da einmal hinzugehen. Aber es ist halt trotzdem super viel Geld, so, ne?
Weshalb wir halt das natürlich dann auch Hassan erzählt haben so, und haben gesagt, so, ey, wir wollen da hin. Weißt du, ob man das irgendwie günstiger bekommt? Wir haben halt im Internet geschaut, da war es halt um die 80 €, würde ich euch auch immer empfehlen. Alle Sachen, die ihr von innen besichtigen wollt, die Tickets beinhalten, guckt immer bitte im Internet nach. Groupon, Idealo, Get Your Guide, TripAdvisor, alle diese Apps einfach mal durchgehen und nachschauen. Ja, trotzdem 80 €, 160 € für 2 Personen, immer noch sehr viel. Hassan klärt das, hat er für uns natürlich geklärt, hat uns einen Kontakt besorgt. Nachts um 2 hat er mit denen telefoniert, das war auch so witzig, ne? Ja, weil die Leute sind noch wach, ne? Die sind immer wach. Bei uns im Apartment waren auch noch Russen, die waren auch nachts um 2 haben sie sich dann Mittag gekocht und sind dann immer schlafen gegangen um 5 und um 12 sind die wieder aufgestanden. Ganz normal, ganz normal. Ganz crazy Lifestyle. Ja, und dann hat er uns einen Kontakt besorgt, der uns dann für 50 € pro Person reingelassen hat. Mit Handtüchern sogar. Und Schließfach. Was sonst extra kostet. Ja. War richtig cool. Also Leute, einfach die richtigen Leute kennenlernen, ne? Ja, also wir haben sowieso so viele Leute dort kennengelernt, würde ich sagen. Ja, man kommt da super schnell mit Leuten in Kontakt. Und tatsächlich haben wir dieses Mal keine Touristen kennengelernt, sondern nur Leute, die da gelebt haben. Ja, und wir wurden auch nie gefragt, ob wir hier Urlaub machen, sondern wurden immer gefragt, ob wir hier wohnen. Mhm. Also wir haben wirklich viele Kontakte geknüpft diesmal und auch unsere Freunde vom letzten Jahr wieder getroffen. Ganz spontan noch an unserem letzten Abend leider. Das war so witzig, weil die waren halt die ganze Zeit beschäftigt, Arbeit und so, und hatten deswegen halt keine Zeit. Und dann hat Jenin die Story von dem einen auf Instagram gesehen und meinte so, hä, er ist auch gerade am Burj Khalifa, und wir waren da halt auch. Und dann sagt sie mir das und ich gucke einmal um mich und sehe ihn direkt. Habe ich gesagt, Jenin, mach mal ein Video von ihm und schick ihm das mal. Und dann kam er halt zu uns und dann waren wir halt kurz essen und die auch, und dann haben wir uns halt danach wieder getroffen und haben dann auch noch den Abend zusammen verbracht. Richtig cool, und ich bin dafür einfach so dankbar, wenn man halt überall Leute kennenlernt und die dann immer wieder trifft. Das ist halt richtig cool, wenn man Leute so auf der ganzen Welt irgendwie kennt. Ja, finde ich auch. Dann, ja. Du kannst es ja noch mit den Beachclubs erzählen. Genau, wir waren noch zweimal im Beachclub. Es gibt super viele Beachclubs dort und das Beste ist, die meisten sind halt kostenlos für Frauen. Zum Beispiel in diesem Zero Gravity waren wir am Dienstag, weil Dienstag ist Ladies Day, und auch kostenlos, und wir haben noch einen Cocktail gratis bekommen sogar. Und es war einfach mega, also ich liebe Beachclubs. Musik, der Vibe, der Beach, der Pool, man lernt auch Leute kennen. War richtig cool. Und Barasti Beach fand ich auch richtig cool. Ist immer kostenlos, es sei denn, das sind irgendwelche besonderen Events. Genau, und es war auch direkt vor unserer Haustür beides. Also wir hatten echt das Apartment in einer richtig guten Lage, muss man schon sagen. Ja, also schaut immer auf Instagram auf den Beachclub-Seiten nach. Da steht halt immer, also sonst regulär würde halt sonst ein Eintritt bei 200 bis 300 Dirhams kosten, was halt so 50 bis 150 € immer so sind. Also klar, die bieten halt super viel an. Also es gibt zum Beispiel so Brunch Sunday. Richtig geil. Guckt einfach die Stories an. Da hast du dann ein Buffet vom Allerfeinsten mit dem speziellsten Essen, was es auf dieser Welt gibt. Und ja, es rentiert sich dann wahrscheinlich auch mit den Kosten, aber dadurch, dass wir halt Low-Budget Backpacker-mäßig unterwegs sind, haben wir gesagt, brauchen wir jetzt nicht. Tut halt nicht Not, aber wenn wir halt dann nochmal Urlaub machen würden und ein bisschen hier den machen, why not? Definitiv würde ich dann nochmal dahin, also das machen mit dem All-Inclusive sozusagen, und in die Clubs gehen auch. Haben wir leider auch nicht so geschafft. Ne? Wir waren nur einmal auf einer Poolparty. Unsere erste Poolparty. Ja, und es war mega. Und auch da haben wir keinen einzigen Cent für. Ja, gar nichts. Ja, und wir waren bis zum Schluss da. Aber war ja auch nur bis 3 geöffnet. Ja, die Clubs haben ja nicht so lange da. Aber allgemein, der Eintritt war auch so witzig. Bis 23 Uhr konntest du halt als Couple kostenlos rein und die ganze Nacht als Frau. Ja. Und dadurch, dass wir halt in Begleitung waren wir halt einfach Couples dann. Und dann sind wir alle gratis reingekommen. Aber Leute, die Getränke dort vor Ort, könnt ihr euch nicht leisten. Unbezahlbar. Es ist ekelhaft, es ist pervers. Ja. Also wie viel hat ein Shot gekostet? 15 €? Ja, ein Shot. Ein Shot, 15 €. Ganz normale Shots waren das. Jetzt nichts Specialiges oder so. Nein. Aber der Vibe war cool. Die Leute sahen alle sehr gut aus. Party. Die Musik war mega. Also müsst ihr auch mal gemacht haben. Genau, unser Ding. Ja.
Ja, also man kann als Frau auf jeden Fall gut dort Urlaub machen und gut Geld sparen. Einfach immer das checken, einfach im Internet alles. Genau, und apropos Sparen, wir waren ja auch im Airbnb, heißt, wir haben auch selbst gekocht, haben uns da im Supermarkt gefühlt das günstigste immer rausgesucht. Also wir hatten Toast, Eier, Käse, Wurst zum Frühstück, also schön French Toast. Und wir hatten einmal Müsli mit Milch einfach und Nudeln haben wir uns gekocht und Brot, also Baguette mit Dips einfach gegessen und Salat. Salat haben wir Ging auch eigentlich, ne? Ja, wir haben tatsächlich noch zu viel gekauft, wir hatten auch Thunfisch und so Nudeln und so. Stimmt, das ist dann Ja, das auch. haben wir gesagt, das kann Hassan jetzt haben. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man aber auch, also Dubai ist schon teuer, Leute. Ja, es ist teurer es ist als teuer. andere Länder. Mhm. Aber ihr kriegt halt auch was dafür. Also es ist halt schon eine andere Atmosphäre. Und du kannst super viel machen dort, von Ja. Skydiving bis Jetski, Bootstour, Museum, alles. Ja, auf jeden Fall. Wild. Und Wirklich. jedes Jahr, wenn man da halt hinkommt, erlebt man was Neues. Also man kann immer wieder was Neues sehen. Und es gibt halt auch viele Sachen, die du von außen betrachten kannst. Und dann kannst du Genau. einfach nochmal selbst für dich entscheiden, möchtest du es wirklich von innen sehen. Also es gibt ja dieses Museum der Zukunft. Sieht halt schon von außen super cool aus, aber wenn man sich halt nicht dafür interessiert, dann finde ich, muss man da auch nicht reingehen. Und wir interessieren uns halt nicht dafür und deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Wenn du jetzt die Aussicht natürlich vom 125. Stock sehen möchtest, vom größten Gebäude, dem Burj Khalifa, mach das. Aber guck immer online, es ist Ja. günstiger. Ja, und dann zum Essen noch einmal das Letzte, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, du kannst teuer essen. Du kannst normal essen, aber du kannst auch günstig wegkommen. Du musst Ja. halt nur in den richtigen Gegenden essen gehen. Also viele haben uns jetzt natürlich gefragt, boah, ist Dubai nicht voll teuer? Wie viel kostet da eine Cola? Wie viel kostet da ein Kaffee? Du kannst eine Cola für 13 Euro mit Goldblatt bekommen, mit Blattgold. Du kannst aber auch eine Cola für 2 Euro bekommen, zum ganz normalen Preis. Also Ja. wenn ihr zum Beispiel günstig essen wollt, dann würde ich euch immer empfehlen, in Alt-Dubai essen zu gehen. Beim Goldzug zum Beispiel, ist ja auch eine Touristenattraktion, durch diesen Bazar zu laufen. Und da sind halt ganz viele Restaurants, wo du auch eine Shisha für 10 Euro bekommen kannst, eine Cola für 2 Euro und ein Essen für 10 Euro. Also ganz normale Preise. Und dann gibt es halt noch die Food Courts. Es gibt ja super viele Malls in Dubai, super groß, das sind ja auch Attraktionen an sich. Da einfach durchzulaufen und die Shops dir anzugucken, die Leute anzugucken, denen einfach diesen ganzen Verkehr, der in den Malls herrscht, auf sich eingehen zu lassen. Auf jeden Fall kannst du da halt auch günstig essen. Und beim Carrefour, wenn du da einkaufst, kriegst du einen Kassenbeleg, wo alles voll mit Gutschein ist auf der Rückseite. Ja. Und die Gutscheine sind wirklich gut. Und das sind wirklich dann so KFC-Gutscheine, McDonalds-Gutscheine, Pizza Hut. Oder irgendwas anderes. Und dann kriegst du halt zum Beispiel 2 Menüs für 27 Dirhams. Wie viel ist das jetzt? Weiß ich nicht. 27 Dirhams. Auf jeden Fall ist es günstiger. Und ja, man muss halt einfach immer Das auf sind die 6,95 Karten Euro, gucken. 2 Menüs. Das ist gut. Wir hatten auch zum Glück so ein tolles Restaurant bei uns in der Nähe. Es war lecker, da gab es auch alles. Indisch, pakistanisch, chinesisch, Ja, habe ich ja arabisch, gesagt bla, bla. im Video, ja. Es war auch echt gut und nicht so teuer. Nee, wir haben nicht so viel Geld in Dubai ausgegeben. Naja, jetzt sind wir jedenfalls in Indien, also seid gespannt, was wir euch über Indien erzählen können, denn wir können eine Menge erzählen. Es ist unterschiedlich. Es ist jetzt schon sehr viel passiert. Es ist komplett anders als alle anderen Länder, die wir davor bereist sind. Es Ja. ist verrückt. Allein schon dieser heutige Tag, das wir heute gesehen haben. Mhm. Könnt ihr euch dann nächste Woche von uns anhören. Das war auch unser Storytime Tuesday. Genau. Bis zum nächsten dann! Mal. Ciao.